Herzlich willkommen zu meinem Wort am Freitag. Vor vielen Jahren erlebte ich folgende Szene. Ein kleines Kind rannte zwischen den Säulen eines älteren Gebäudes hin und her und freute sich. Und die Freude brachte es durch Quietschen zum Ausdruck. Am Anfang hörte ich es nur, später sah ich es. Aber irgendwann mischte sich in das Quietschen des Kindes, das freudige Quietschen, Jauchzen, das doch sehr laut war, die Stimme eines Elternteils. So und so, bitte quietsch jetzt, quietsch nicht so laut, sei ein bisschen leiser. Und das Kind rannte fröhlich weiter und quietschte wieder. Und das Elternteil wurde etwas fester und irgendwann etwas ärgerlicher. Und irgendwann verbat es dem Kind und schimpft es richtig, dass es so laut quietscht vor Freude. Ich dachte, ich werde es anders machen. Das ist doch toll, wenn so ein Kind vor Freude quietscht, oder nicht? Letzte Woche hatten wir aus unserer Familie ein 2-jähriges Kind zu Besuch. Und beim Spielen, beim Entdecken quietschte es und freute sich und tat das lautstark kund. Und ich freute mich darüber. Bis wir im Restaurant waren. Und nachdem das Kind und ich schon fertig gegessen hatten, war es meine Aufgabe, dem Kind hinterherzulaufen, während es im Restaurant alles erkundete. Und dann fand es einen Vorhang, versteckte sich dahinter und als ich reinschaute, was machte es? Es quietschte vor Vergnügen. So laut, dass das ganze Restaurant das hörte. Das war mir peinlich. Ich wollte nicht, dass die Leute bei ihrem Essen gestört werden. Aber das Kind hörte gar nicht auf, das hatte richtig Spaß daran und quietschte lauter. Und ich wurde immer verzweifelter, weil natürlich wollte ich das Kind nicht schimpfen. Warum auch? Es freute sich ja. Aber ich wollte auch nicht die anderen Gäste belästigen. Was macht man? Man nimmt das Kind, trägt es zurück zu den Eltern, raus sich nehmen aus der Situation. Die sind schließlich verantwortlich. In dem Moment schämte ich mich ein bisschen, dass es vielleicht doch gar nicht so einfach ist, wie ich mir das dachte. Interessanterweise ist Gott da ein bisschen anders. Im Psalm 8 können wir lesen: Herr, unser Herrscher, groß und herrlich ist dein Name. Himmel und Erde sind Zeichen deiner Macht. Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge erklingt dein Lob. Es ist stärker als das Fluchen deiner Feinde. Erlahmen muss da ihre Rachsucht, beschämt müssen sie verstummen. Ich habe noch nie ein Säugling, großer Gott, wir loben dich, singen hören. Natürlich, wie soll ein Säugling ein Kind Gott loben? Mit Quietschen und Schreien. Und Gott findet das offensichtlich toll. Gott schämt sich nicht dafür. Und das beeindruckt mich. Was für einen Gott wir doch haben, der sich am Geschrei und Quietschen der Kinder und Säuglinge erfreut. Und ich darf lernen, da besser zu werden. Ich wünsche euch Gottes Segen und Gott mit euch.